Hi, wir sind Tobi und Sarah. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Bus auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir sind seit dem letzten Video von Meteora über Ioannina nach Lefkada gefahren. Unterwegs haben wir andere Reisende getroffen und von ihnen einen Welpen übernommen. Die haben den Rio und seinen Bruder unterwegs gefunden, nachdem die beiden Schwestern überfahren wurden, und haben dringend für ihn ein Zuhause gesucht. Und das heißt, ab jetzt, ab Lefkada, geht es für uns zu dritt weiter. Was bestimmt nicht immer so einfach wird, aber dafür umso schöner. Das da hinten auch. Wir sind jetzt hier spazieren mit unserem Kleinen und das Meer kam heute Nacht über die Wand hier hoch, über diese Klippe, die kleine, auf die Straße und hat jetzt hier alles hingespült. Willst du Aufmerksamkeit? Nein. Für uns geht es jetzt dann gleich weiter zum Porto Cacique. Dort soll es auch super blaues Wasser geben und morgen ist es endlich mal wieder windstill. Und das heißt, da sehen wir es dann auch, weil hier ist es ja doch sehr, sehr aufgewühlt. Und man sieht eigentlich von dem blauen Wasser so gut wie gar nichts. Wobei es auch sehr imposant ist. Und das Donnern, wenn die Riesenwellen gegen die Steine knallen, das ist echt beeindruckend. Aber es ist schon ein bisschen viel, wenn die ganzen Steine aus dem Meer hier oben auf dem Parkplatz liegen. Und die anderen haben gerade auch schon gesagt, dass ein Teil von der Mauer eingerissen war. Das ist also auch für einen Hund ein bisschen unheimlich zum Teil beim Spazierengehen. Boah, ist das Wahnsinn. Boah, schau dir mal die ganzen Steine an. Boah, ist das krass. So schön der letzte Platz jetzt war, wo wir waren. Man sieht es ja an der Scheibe, es ist alles voller Salz vom Meerwasser. Und wenn wir dann morgen oder übermorgen weiterfahren Richtung Peloponnes, müssen wir erstmal so eine Washbay irgendwo aufsuchen, damit wir das ganze Salz wegkriegen, bevor uns Sven unterm Hintern wegrostet. Wir hatten schon genug Rost in der Vergangenheit. Wir sind jetzt bei Porto Cacique. Wie heißt das? Cacique. Cacique angekommen. Ist ja nicht so, dass ich schon dreimal nachgefragt hätte. Und die Sicht ist so spektakulär. Also hier ist noch die Salzkruste. Aber jetzt, wenn ich aufmache, Wir haben unsere Waschanlage gefunden. Es kommt ein Unwetter und es hagelt leider. Aber es kommt ziemlich schnell auf uns zu. Wir haben uns jetzt mal so hingestellt, dass die Salzkruste zur Wetterseite geht. War Sarahs Idee. Und jetzt sehen wir gleich gar nichts mehr. Wir sind jetzt gleich voll drin.
ein heftiger, glaube ich. Wir sind gerade an der Ostküste von Lefkada. Wir sind über Lefkada selbst reingefahren, sind die Westküste entlang runter, den Süden und jetzt eben an der Ostküste. Wir haben die letzten Tage wenig gefilmt, weil wir ja einen kleinen Hund mit dabei haben und uns erst einander ein bisschen gewöhnen mussten und es einfach zu stressig war, das alles zu machen. Und ja, jetzt haben wir hier gerade das Meer oder die Bucht entdeckt und sind jetzt ein bisschen hier geblieben und heute fahren wir noch weiter zum Wasserfall. Wir sind jetzt beim Nidri-Wasserfall angekommen. Wir haben auf dem Parkplatz geparkt, 70 Meter weiter ist das erste Café und jetzt ist ein kleiner Pfad hinter zu den Wasserfällen, den gehen wir gerade entlang. Der liebt Sand. Jetzt geht's über den Fluss. Jetzt am Schluss ist Rio sogar selber durchs Wasser gegangen. Ich möchte mal betonen, nachdem die Sarah vorgegangen ist. Aber zum Wasserfall runter wollen wir ihn jetzt nicht bringen, weil es einfach zu knapp ist. So. Wie man sieht, ehrlich, war scheiße. Aber er ist schön. Boah. Was sagst du? Wird man nass? Scheiße. Ja. Lass uns einmal kurz in der Zeit zum Wasserfall gehen. Scheiße. So, wir sind jetzt gerade zurückgekommen vom Wasserfall. Es waren so insgesamt 300 bis 400 Meter noch nach dem Café. Man muss den Fluss überqueren, da hat Tobi in Rio getragen, dass es nicht so viel für ihn ist. Aber danach geht man Stufen hoch im Wasser und das hat er super gemacht, Gott sei Dank. Genau, und es ist super lohnenswert, es war wunderschön. Wir sind jetzt an unserem Stellplatz angekommen. Die Sarah ist gerade draußen und macht Fotos von Flamingos, weil das hat uns jetzt wirklich überrascht, dass hier Flamingos direkt vor dem Stellplatz sind. Und ich werde jetzt dann noch eine Runde mit dem Kleinen hier rausgehen, ein bisschen entleeren und dann gibt's Abendessen. Darauf freuen wir uns schon länger. Jetzt ist das Essen fertig. Wir wussten gar nicht, ob wir es wirklich zeigen sollen, weil es wirklich nicht gut ausschaut, aber es schmeckt wirklich gut, auch wenn man es nicht glauben mag.
Wir sind jetzt an unserem Platz angekommen und hier hinten die Insel, hinter dem Baum, ist Peloponnes. Das heißt, morgen fahren wir auf Peloponnes und sind im Sommer angekommen. Aber da soll es auch schlechtes Wetter sein, also mal schauen, wie es wird. Und uns wurde der Tipp gegeben, die weiße Fähre zu nehmen, weil die angeblich am günstigsten ist. Das werden wir aber morgen dann auf jeden Fall mal prüfen und fahren mit der Fähre rüber. Das ist dann auch das erste Mal Fähre fahren für Rio. Achtung, dass der Hund kommt. Nein, Rio, warte. Jetzt Anlauf nehmen. Heute gibt es Reis mit mexikanischem Gemüse. Wir machen das meistens so, wenn wir einkaufen waren, dass wir so einen Tiefkühlpack mit Gemüse oder so holen, weil wir es eh am Abend machen. Dann haben wir kein Problem mit der Lagerung. Und dazu habe ich jetzt einen Salat gezaubert mit Karotten, Kopfsalat und Tomaten. Und heute Abend gibt es noch Glühwein. Wir haben endlich Glühwein gefunden. Wir waren schon in 3 Geschäften und haben keinen Glühwein gefunden. Und wir freuen uns so, wir wussten von Freunden, dass wir den bekommen. Und deswegen gibt es heute Abend Glühwein und Lebkuchen. Juhu! Was machen wir? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und jetzt gibt es den Glühwein. Oh, die ist noch zu heiß. Der erste Glühwein des Jahres. Yeah. Das rentiert sich. So, für uns geht es jetzt Richtung Fähre und dann auf die Peloponnes. Wir sind jetzt auf der Fähre nach Rio. Zufälligerweise heißt der Ort genauso wie unser. Auf der Fähre war genau ein Camper hinter uns mit Münchner Kennzeichen und es war ein Grieche, der lange in Deutschland gewohnt hat, auch in Amerika. Und er hat uns jetzt einfach angesprochen, das war total schön, und hat uns eingeladen auf die Insel Hydra. Da wohnt er oder hat er ein Haus, und er hat uns jetzt seine E-Mail-Adresse gegeben, damit wir uns melden können, wenn wir dann ankommen. Und so nett, also so gastfreundlich und so herzig war das, und ja, war echt schön. Und Rio war auch gar kein Problem, weil seine Frau gleich auf Hunde fixiert war. Er hat sie nicht angebellt, also perfekt. Das Lustigste war, wir sind von der Fähre runtergekommen und es gab einen Hotdog-Stand namens Rio. Ja, stimmt. Wir sind von der Fähre gerade runtergefahren und der Ort hier heißt ja Rio, wie Tobi schon gesagt hat. Und der Hotdog-Stand hieß Rio Hot Dog. Hoffentlich war da kein echter Rio drin. Nein, der Rio ist bei uns hinten, keine Sorge. Fahren wir, ob das Auto dicht ist. Natürlich war unser Auto nicht dicht. Tobi hat es jetzt getrocknet. Ich bin mit Rio gegangen und auf Empfehlung gehen wir jetzt zu einem alten Römerbad hin. Oh, hier ist total es stinkt dezent nach Schwefel. Nein, da bringst du nicht raus. Das ist wohl das Badebecken. Da hinten übt die Sarah mit Rio. Das hier müsste das ursprüngliche römische Bad gewesen sein. Das schaut noch älter aus, man kann auch nicht hin. Und das da drüben, was gerade gefilmt wurde, das ist das Neuere.
Der Rio hat eigentlich den Platz hinten am Boden, aber jetzt während der Fahrt hat er auf einmal angefangen vorzuhüpfen. Da wir jetzt auf dem Campingplatz sind, darf er jetzt erstmal vorne bleiben und wir müssen nochmal über den Platz für ihn nachdenken. Aber jetzt suchen wir erstmal unseren Stellplatz für heute. Die anderen sind schon vorgefahren und haben einen rausgesucht und ja, mal schauen, ob wir sie finden. Und da hinten stehen sie. Durch die Wiese fahre ich da nicht. Ich setze mal drauf, dass es nicht so tief ist. Vielen Dank dafür, dass ihr das Video angeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sind jetzt... Er frisst gerade was. Ich weiß nicht, was. Er spielt hier mit dem Zapfen oder so. Ach so.